Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu den Sons of Gastronomy. Wir waren wieder auf der Wiese, Essen sammeln. Was genau, das seht ihr nach dem Intro. So Leute, wir haben uns Schnecken besorgt. Einerseits von Rewe Plus, so Weinbergschnecken mit Kräuterbutter in der Schale oder in der Hülse oder wie man das so sagt. Im Haus. Im Haus, ja. Natürlich im Haus. Und andererseits haben wir uns noch so Schnecken besorgt und darauf ein paar Gerichte gekocht. Das erzählt euch jetzt der Christian. Hallo Leute, ich bin's, die Stimme vom Christian und heute geht es um Schnecken. Nicht um diese Schnecken, um Weinbergschnecken oder auch schwäbische Austern genannt. Schnecken wurden schon seit der Antike in Frankreich und Italien gesammelt. Von den Römern wurden sie in Schneckengärten gezüchtet. Heute stammen sie vor allem aus Schneckenzuchtbetrieben im französischen Burgund, aus Italien, der Schweiz und Deutschland. Aber unsere Schnecken sind echte Wiener. Einmal hast du dein deppertes Bier nicht und schon machst du Theater. Mein Bier ist nicht deppert! Sie stammen aus der Schneckenmanufaktur Guckumuk. Unterschieden wird zwischen der großen oder der weißen Weinbergschnecke. Ihre Vorkommen sind mittlerweile bedroht und das Sammeln ist nur noch eingeschränkt erlaubt. Die klassische Zubereitung von Weinbergschnecken als Vorspeise ist Escargot à la Bourguignon, gratiniert im eigenen Gehäuse mit Schneckenbutter. Das ist eine Art von Kräuterbutter. Bekannt ist auch die badische Schneckensuppe. Wir haben uns für ein Beuschel von der Schnecke und Schnecken im Fond entschieden, aus denen wir eine herbstliche Vorspeisenvariation zaubern. Und wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Zuerst brauchen wir Kartoffeln, am besten mehlig kochende. Einmal mit sich durchschneiden und die Enden abkappen, dann steht das Teil besser. Das Innenleben mit einem Löffel auskratzen und durch eine Kartoffelpresse schicken. Salzen, Eidotter dazugeben, die geschmolzene Butter darauf und vermengen. Für den besonderen Flavor gibt etwas Steinpilzpulver dazu. Weiter mit den Rotweinschalotten. Die Schalotten vierteln, Zucker karamellisieren und mit dem Cassis und Rotwein ablöschen. Ihr könnt Cassis-Likör oder Cassis-Saft verwenden, was ihr lieber mögt. Die Orangen und die Zitronenschalen würfeln und mitkochen lassen. Noch etwas Sternanis dazu und das Ganze auf die Hälfte einreduzieren lassen. Weiter geht's mit der Kernöl-Mayonnaise. Ein Ei, Salz und Pfeffer mit Kernöl aufmixen. Etwas Zitronensaft dazu, nochmal abschmecken und fertig. So Leute, wir öffnen jetzt die ersten Schnecken. Das sind die Schnecken im Fond. Diese panieren wir mit Panko-Mehl. Gebt ruhig auch ein paar Kürbiskerne dazu für den extra Crunch. Jetzt müssen wir uns noch den Kürbis besorgen. Den holen wir von unseren lieben Nachbarn. Und der Einsatz unseres Lebens wird jetzt ein Kürbis gestohlen. PS, Sie wissen Bescheid, dass wir uns aus Ihrem Garten einen Kürbis holen. Und frischer geht's nicht wie direkt aus dem Garten. Den Kürbis waschen, eine Spalte davon abschneiden und in dünne Plättchen schneiden. Sind die Rotweinschalotten eingekocht, nehmt sie aus der Reduktion raus. Seid die Flüssigkeit durch ein Sieb durch und gebt die Schalotten wieder dazu. Das Ganze nochmal kurz warm machen und ready to rumble. Das Beuschel einfach in einem Zopf warm machen. Puh, das ist echt der anstrengendere Teil. Die Kartoffeln sind jetzt dran, vollendet zu werden. Die Kartoffelmasse in einen Spritzbeutel geben. Die Schnecken in Butter und Knoblauch anbraten. Und in die ausgehöhlte Kartoffel geben. Die Duchesse-Masse aufdressieren. Noch eine Walnuss drauf. Und das Ganze mit den fertigen Schnecken von Billa Plus für 15 Minuten bei 180 Grad ins Rohr schieben. Für die knusprigen Schnecken müssen wir zuerst Butterschmalz auf 160 Grad erhitzen.
und die Schnecken danach darin goldgelb ausbacken. So Leute, Endspurt. Die Schnecken mit den Kürbis in eine Pfanne anbraten und mit Rosmarin und Knoblauch würzen. Jetzt geht's noch an den Käsechip. Parmesan fein reiben, auf einem Teller in Form bringen und für 30 Sekunden in die Mikrowelle damit. Oder für 5 Minuten mit ins Rohr geben. Geschafft! Jetzt das Ganze nur mehr ansehnlich auf einen Teller platzieren, den gekühlten Weißwein einschenken und die Mannschaft zusammentrommeln. Guten Appetit! Ja, Freunde, wir starten mit den ganz normal eingelegten Schneck von Guckumuk. Ja, das ist schon richtig irgendwie sehr... Ja, ich meine, wir sind alle vom Gastgewerbe. Es hatte jeder irgendwo schon mal Schnecken gegessen. Ich habe schon öfters Schnecken gegessen. Also die Weinbergschnecken sind in Fond eingelegt gewesen. Da ist nichts Schlechtes dran. Außer das Aussehen. So würden wir sie nicht essen, ja. Also das ist doch, gehört schon normalerweise mit Kräuterbutter und Ähnlichem überbacken, aber ja. Wir können uns ja sonst nicht. Wir es jetzt endlich. Schnecken checken ist unsere Hauptaufgabe. Los geht's. Ja, Mahlzeit. Ja, das riecht ein bisschen nach... Ja, weg. Ja. Ja. Da kommt so ein ganz Ein erdiger Geschmack, aber man schmeckt sehr wohl auch im Hintergrund ein bisschen den Fond, aber es überwiegt eigentlich ein erdiger Geschmack. Ist nicht schlimm. Da hatten wir schon Schlechteres. War ja schon sehr groß. Zu Schnecken schmeckt am besten ein sehr trockener Weißwein. Trockener Weißwein, trockener Riesling, meine Empfehlung. In Wien vielleicht auch von Wieninger im Cuvée Nussberg, alte Reben zum Beispiel. Zum Wohl. Ja, schon. So, nächst Ja, als nächstes. vom Villa Plus, sprich Rewe-Konzern. Die Weinbergschnecken ganz klassisch Dalsac, also auf elsässische Art. Verdammt noch. Dalsac auf elsässische Art. Ja, das mit Kräuterbutter. Ehrlich, ist bei einem Schneck die Kräuterbutter gut, ist der Schneck auch toll. Wenn ihr keine Schneckengabel zu Hause habt, nehmt einfach einen Zahnstocher und rein in den Sultan. Es kommt ganz auf die Kräuterbutter, ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist essbar. Das ist essbar, ja, aber Das ist eine Kräuterbutter. das ist auch kein Highlight. Ja, Wir haben noch eine zweite. Rein in den Sultan, ich habe noch nichts gegessen. Sultan. Das sind aber sehr kleine Schnecken, muss man sagen. Das waren keine kleinen. Ich habe noch keine zweite. Also, Vertraut niemals Schnecken mit 2 Beinen. Sie könnten sich im Haus verkriechen, Ja, weiter, oder? wenn ihr den Fühler ausgestreckt habt. Jetzt geht's weiter mit dem guten Beuschel von Guckumuk. Ja, auf das bin ich gespannt, Ja, sehr. weil wir lieben Bräuschel. Vor allem beim Husten am Morgen. Ja, gut, Schnecken, Husten. Alles gut. Finde ich auch. Ist Finde ich. ausgezeichnet. Finde ich. Geil. Okay. Leicht angetoastetes Baguette dazu.
Hat ein bisschen was von Meeresfrüchten irgendwo, ne? Und so, ganz leicht. Schmeckt ein bisschen so nach Miesmuschel. Sowas. Es ist auch von der Konsistenz. Ich meine, die Schnecken selber haben halt nicht den allergrößten Eigengeschmack. Also bei einer Schnecke ist es meistens wichtig, dass drumherum ist gut. Auch gut. Sehr gut. Für Schneckenliebhaber ein Muss. Oder so. Also Ja. gut. Das haben wir aufgegessen. Leute, jetzt kommen wir zu unserer eigenen Kreation. Unsere herbstliche Variation von der Weinbergschnecke. Wir haben eine Schnecke in Panko-Mehl gebacken mit einer Kürbis-Aioli. Dann eine sortierte Schnecke mit Kürbis und Rotweinschalotte. Und eine Schnecke im Kartoffelmantel. Wir haben eine Kartoffel ausgehöhlt und mit einer Duchesse-Masse überbacken. Dazu ein bisschen Steinpilz, Mehl und Walnuss. Ja, Also das sieht doch hervorragend aus. wir verkosten. Mahlzeit, Freunde. Appetit. Da freue ich mich doch wirklich drauf. Ja, also mit der Kürbis gern Panko-Panade und mit der Kernöl. Kernöl-Aioli. Wow, das Bombe. Sehr gut. Alles Der geil. Kollege hat in der Mitte angefangen. Schatten ist angebracht. Also das ist wow, muss ich ehrlich sagen. Aber auch hier wieder sind einfach die Zutaten wichtig. Ja? Gute Qualität. Im Endeffekt ist das, wenn du nicht weißt, was das ist, ne? Das ist wer dann der Kopf, der im Endeffekt wieder mitspielt, so wie Bei vielen Sachen, ja. So ist es. Ja, dann in die Mitte zum Kürbis mit einem Bergkäse-Chip. Und Rotweinschalotte. Ja. Bombe. Ja. Wirklich, Bombe. Die Kombination ist schon saugeil. Ist klar, das ist von der ganzen Kombination her auch wirklich herbstlich, aber nichtsdestotrotz, gerade jetzt zur Kürbiszeit, das ist ausgezeichnet. Ja, wenn ihr keine Schnecken wollt, nehmt einfach Soße. Genau. Lecker. Oder ein 1000-jähriges Ei dazu. Ja, Okay. alles okay. So, das gratinierte, überbackene Oh. Schneck, der Schneck. Der Schnuck. Auch sehr lecker. Ja, es ist irgendwie die Kombination von der gekochten Kartoffel, die ein bisschen Biss hat, und dann das Weiche von der Duchesse-Kartoffel, die knusprig aus dem Rohr kommt. Also, Sehr gut. dann absolut auch- geil, ja. Dann auch die Walnuss drauf. Bringt wieder ein bisschen einen herbstlichen Ton einfach mit Nuss, Steinpilz, Schnecke. Also Leute, falls ihr mal einladen möchtet zu einem Gala-Dinner bei euch zu Hause oder so. Macht Schnecken. Schnecken war standardmäßig, glaube ich, sogar ein arme Leute essen. Die liefen halt oder liefen nicht, ne? Die kletterten im Garten herum. Das hatte man vor der Haustüre. Und ja, Fazit,
meiner Meinung nach, um ehrlich zu sein, das ist ein schöner Gag, das ist eine schöne Show mit dem Schneckenhaus hier vom Rewe. Ich glaube, wenn ihr wirklich eine gute Qualität haben wollt, nehmt die von Kuckuck. Nehmt einfach diese im Fond. Es gibt Porzellangeschirr. Es gibt Porzellangeschirr, da braucht man kein Schneckenhaus. Es gibt Schneckenpfannen. Einfach mit Kräuterbutter anrichten, rein in den Backofen. Schmeckt wirklich 1000-mal besser wahrscheinlich. Absolut, Wir Daumen sind hoch. begeistert. Also, Wir mögen's. Ja, schreibt uns einfach in die Kommentare, ob es noch Dinge gibt, die ihr gerne sehen würdet, die wir verkosten oder aus denen wir etwas kochen. Und wir sehen uns das nächste Mal um 0815. Eure Sons of Gastronomy.